Mildes Klima, zauberhafte Küstenlandschaft, Karibik-Flair. Kleine Hafenstädte, lebendige Bergdörfer, aber auch verlassene Orte. Die Insel Elba bietet alles, was man für einen perfekten Sommerurlaub braucht. Heute nehmen wir euch wieder mit ins Bella Italia nach Elba. In unserem Video zeigen wir euch 2 unserer Radtouren und wandern ein wenig um Portoferraio herum. Dabei haben wir rund 160 Kilometer und 3300 Höhenmeter zurückgelegt. All unsere Touren findet ihr wie gewohnt auch unter Komoot und Luftaufnahmen Lausitz zum Nachfahren bzw. Laufen. Unsere erste Tour führte uns von Portoferraio aus entlang der nördlichen Küste in Richtung westliches Elba. Die regendurchwachsene Tour war mit 80 Kilometern und knapp 1600 Höhenmetern tatsächlich recht entspannt, jedoch nur zum Anfang. Einen kurzen Stopp legten wir im zauberhaften Marciana Alta ein. Vor allem das Ortsinnere mit seinen engen Gassen und malerischen Plätzen ist einen Ausflug wert. Die Fahrt entlang der nördlichen Küstenstraße war auch in diesem Jahr wieder eine wahre Augenweide. Vorbei an Pomonte und dem Schiffswrack, welches ihr im Video des letzten Jahres findet, ging es weiter zu unserer ersten Radlerpause. Nachdem das Wetter leider schlechter wurde, legten wir am Torre di San Giovanni unsere Brotzeit ein. Der Wachturm aus dem 12. Jahrhundert liegt am Hang des Monte Perone auf rund 300 Metern.
Der viereckige Turm verfügte über 2 Stockwerke und eine Kontrollterrasse, welche durch Angriffe zerstört wurde. Die einzigen Öffnungen sind ein Fenster und eine hochgelegene Eingangstür. Obwohl der Turm jahrhundertelang leer stand und mehrfach einstürzte, wurde er oftmals restauriert, was dazu führte, dass die Wände des Wachturms bis heute stehen. Ab Literno wurde es dann sehr ungemütlich und der als S1 eingestufte ehemalige römische Verbindungsweg war aufgrund der Unwetter Anfang September plötzlich teilweise als S3 und schwerer Schiebeweg zu bewerten. Egal, irgendwie mussten wir wieder zurück nach Portoferraio und umdrehen war für uns keine Option. Zurück in Portoferraio flanierten wir noch ein wenig am Hafen und bewunderten dieses riesige Segelschiff. Unsere zweite Tour war mit rund 70 Kilometern und knapp 1400 Höhenmeter vergleichbar der ersten Tour. Sie führte uns vom Portoferraio aus quer über die Insel an die südliche und östliche Küste bis zur nördlichen Spitze der Insel. Einen längeren Stopp legten wir am Laghetto di Terranera ein. Der See entstand durch das Auffüllen von Schwefel- und Brackwasser aus einem alten Bergbausteinbruch, in dem Hämatit, Magnesit und Pyrit abgebaut wurden. Er ist nur durch diesen 30 Meter breiten Pfad vom Meer getrennt.
Weiter ging es über den Capo d'Arco zum Monte Arco und vorbei im Tal von Rio nell'Elba. Wenig später erreichten wir La Parata am Fuße des Fortezza del Giove. Die Festung wurde Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet und befindet sich auf dem Gipfel des Monte Giove, der von oben die darunter liegenden Bergwerke von Rio Marina überblickt. Die Festung hatte eine wichtige Kontrollfunktion über den Schiffsverkehr und die Bergwerke, dient aber auch als Zufluchtsort für die Bevölkerung der naheliegenden Dörfer. Leider wurde die Festung durch die Invasion Mitte des 16. Jahrhunderts durch die Türken schwer beschädigt, was auch zur Zerstörung des Dorfes Gracera und zur Deportation einiger Bewohner als Sklaven führte. Auch die spanische Herrschaft im 17. Jahrhundert führte zu einem weiteren Verfall der Festung. Trotzdem bietet die Festung noch immer einen tollen Blick und ein unglaubliches Panorama über die östliche Küste von Elba. Am Lago Rosso sowie an den vorhin eingeblendeten Minen waren wir bereits im letzten Jahr mit den Bikes. Das Video findet ihr auf unserem YouTube-Kanal unter Die zwei Gesichter von Elba Teil 2, die Bergminen von Elba. Nach einer kurzen Radlerpause in Cavo ging es auf dem Lentisco zum Mausoleum Tonetti. Abgelegen vom Tourismus befindet es sich einsam, eigentlich nur 30 Minuten vom Ort Cavo entfernt. Da wir mit unseren Bikes jedoch unterwegs waren und auch etwas mehr sehen wollten, wählten wir hierzu einen anderen und sehr anspruchsvollen Rundweg. Ähnlich wie auf unserer ersten Tour war dieser aufgrund der Unwetter teilweise sehr ausgespült und anstatt einer S1 eher als anspruchsvoll zu bewerten. Oben angekommen, konnten wir das um 1900 erbaute Mausoleum endlich aus nächster Nähe betrachten. Eine imposante Marmortreppe führte uns zum viereckigen Gebäude, welches im ersten Moment eher an ein viel älteres, römisch anmutendes Gebäude erinnert. Erbaut wurde es einst für die Familie Tonetti als Familiengrab und Denkmal. Eine fehlende Friedhofsgenehmigung verhinderte im Übrigen die einzige angedachte Verwendung als Familiengrab.
Leider ist im Innern kaum etwas von der antiken Gestaltung geblieben. Von einem Aufstieg über die enge Wendeltreppe sahen wir aufgrund des maroden Zustandes dann doch lieber ab. Wir flogen trotz des sehr starken Windes lieber das Mausoleum ab, auch wenn unsere Mavic 3 mehrfach meckerte und lieber am Boden bleiben wollte. Wie auch im letzten Jahr führte uns unsere Tour durch Rio nel Elba und seine historische Altstadt mit teilweise Anstiegen von knapp 30%. Da der Tag bereits recht fortgeschritten war und wir noch ein weiteres Ziel vor uns hatten, fuhren wir das Volto Raio nicht mit dem Fahrrad an. Wir besuchten es erst am darauffolgenden Tag und genossen im Rahmen einer Führung den Ausblick und auch den Sonnenuntergang. An der Punta della Grotte befindet sich die ehemalige römische Villa Romana della Grotte. Diese geht auf das 1. Jahrhundert vor Christi zurück und ist die einzige auf Elba entdeckte Villa zu Vergnügungszwecken, die im Laufe der Jahrhunderte nicht von anderen Gebäuden überbaut wurde. Einer der ehemaligen Besitzer war im Übrigen der römische General Marco Valerio Messala aus der Familie der Valeri. Um 1800 wurde der Ort zu einem strategischen Standort während der Kämpfe zwischen Frankreich und dem Königreich Neapel ausgebaut. Dank der Ausgrabungen in den 1960er und 70er Jahren ist die ehemalige Struktur der Villa gut erkennbar. Die Wanderung zum Volto Raio ist mit 130 Höhenmetern und 2 Kilometern zumindest für uns recht entspannt gewesen. Jedoch sollte man seine Fahrräder nicht mitnehmen. Steigt man den Berg hinauf, versteht man, warum gerade diese strategische Position gewählt wurde. Die Burg selbst liegt auf rund 400 Metern und ist die älteste Befestigungsanlage auf Elba. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und galt als Verteidigungsanlage sowie Zufluchtsort vor Piraten und wurde in all den Jahrhunderten nie eingenommen. Auf 3 Seiten blickt die Festung auf steile Felsen und Klippen. Die Überwachung und Verteidigung ist so über Großteile von Elba möglich.
Mehrfach wurde die Anlage erweitert und verstärkt. Vor allem während der Belagerungen von 1544 und 1554 wurde sie als Fluchtort für viele Bewohner genutzt und verhinderte eine Versklavung im Gegensatz zur Region um das Fortezza del Giove. Heute hat man von hier aus einen wunderschönen Blick über große Teile Elbers. Sehr zu empfehlen ist auch die Führung, welche viele interessante Details über die Burg und ihre Geschichte verrät und diesen wunderschönen Sonnenuntergang bot. Vielen Dank noch einmal an das Team von E-Rocks, welche uns in den letzten Jahren auf Elba immer mit ihren tollen Bikes ausgestattet haben. Wer selbst kein E-Bike besitzt oder keinen Platz für diese im Auto hat, ist hier bestens aufgehoben. Und das Beste daran, die Bikes werden euch sogar noch zum Hotel gebracht und von dort auch wieder abgeholt. Einen letzten, teilweise atemberaubenden Blick über Teile von Elba möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Doch bevor ihr diesen erhaschen könnt, müsst ihr erstmal rund 230 Höhenmeter zurücklegen. Gestartet sind wir wie gewohnt an unserem Hotel in Portoferraio. Entlang der wunderschönen Strände ging es in Richtung Westen. Nach rund 4 Kilometern und 230 Höhenmetern waren wir endlich am Forte di Montebello angekommen. Es wurde 1802 auf Geheiß von Napoleon erbaut und sollte die Verteidigungsanlage von Portoferraio verstärken. Es diente zudem als Kontrollpunkt des Seeverkehrs. Die Festung erstreckte sich über 45 x 26 Meter und umfasste einst 5 Schlafsäle, die durch einen Korridor und 2 Seitenflügel verbunden waren. Der Eingang erfolgte über eine Zugbrücke, geschützt durch zahlreiche Schießscharten.
Von der Terrasse aus hatte man das Meer und die Ebene im Blick. 1832 ordnete der Großherzog den Abriss an, welcher aber nie komplett vollzogen wurde und daher noch immer das imposante Bauwerk erahnen lässt. Der Gipfel des gleichnamigen Berges bietet ein eindrucksvolles Panorama auf die Nordküste von Portoferraio und die darüber liegenden Berge sowie auf die toskanische Küste. Etwa 100 Meter westlich gelegen gibt es zudem noch die Überreste eines Wachturms zu erkunden, welcher einst den Blick in Richtung Endfula ermöglichte. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachfahren und Wandern. Oder wart ihr bereits an den Orten selbst gewesen? Dann teilt gern mit uns eure Urlaubshighlights.